Hallo alle zusammen, 안녕하세요. Heute zeige ich euch ein einfaches Kimchi, das genauso gut schmeckt wie ein aufwendiges Kimchi. Mein erstes Kimchi-Video war große Mengen fermentierte traditionelle Kimchi-Rezept. Dagegen heute zeige ich ein einfaches und schnelles Kimchi. Wenn ich eine Dinnerparty vorbereite, dann ist es frisches Kimchi ein Muss bei mir. Sie benötigen eine mittelgroße Chinakohl, meine mit einem Gewicht von etwa 1,3 Kilogramm. Mein letztes Kimchi-Video habe ich ein paar Mal Frage bekommen. Damals habe ich die Viertel nicht klein vorgeschnitten, so gelassen. Aber heute zeige ich einfach und schnelles Kimchi. Wie gesagt, alles vorher gemacht und geschnitten und du musst nur danach essen. Die Hälfte davon streue ich direkt über den Chinakohl und mische die restlichen Hälfte mit einem Liter Wasser. Wasser hilft dem Salz besser am Chinakohl zu haften. Dann mische ich den Chinakohl gut zusammen, dann den Chinakohl 40 Minuten bis eine Stunde ruhen lassen. In der Zwischenzeit bereite ich Reismehlpaste zu. Um Klumpen zu vermeiden, muss vorher kaltes Wasser angemischt werden. Sehr wichtig. Braucht man unbedingt diese Paste? Nein, schmeckt aber besser. Oh mein Gott, meine Kameraperspektive sehe ich voll angespannt aus. Oh je.